Willkommen bei Dynamo Calisthenics und willkommen zu diesem neuen Video. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Endlich wieder mal ein Video hier auf diesem Kanal. Ich bin wieder zurück aus meiner bisschen längeren Pause. Ich bin, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich geheiratet und bin umgezogen. Und ja, jetzt habe ich mich langsam eingelebt, bin wieder in dieser Wohnung, also eine neue Wohnung. Und ja, heute ein neues Video endlich mal wieder zu einem Thema, das oft gefragt wurde, und zwar Schmerzen im Schulter- bzw. im Nackenbereich. Ja, das betrifft leider einige Leute. Ich selbst bin davon auch betroffen. Ich höre das auch öfters. Achim, ich habe Schmerzen in der Schulter, ich habe Verspannungen im Nacken. Und ist ein Thema, von dem, sage ich jetzt mal, nicht nur Calisthenics-Athleten betroffen sind, sondern auch einfach, ich sage jetzt mal, normale Alltagsmenschen, die vielleicht nicht trainieren, weil es eine Ursache hat, die bei Calisthenics-Athleten oder auch bei Büroleuten oft eine sehr ähnliche ist. Was ich genau damit meine, werde ich noch später erklären. Aber es ist so, dass viele Leute die Schmerzen im Schulterbereich oder auch im Nackenbereich oder Verspannungen immer haben oder immer in der Früh beim Aufwachen, tut es vielleicht immer weh, oder beim Sitzen, das haben aus dem Grund, dass sie eine sehr einseitige Belastung in ihrem Alltag haben. Ja? Und der gleiche Grund kann auch sein, dass wir eine sehr einseitige Belastung in unserem Training haben, ja? Und dass das daher kommt, und so hat das eine, sage ich mal, relativ ähnliche Ursache und kann man auch relativ ähnlich beheben. Das heißt, auch wenn du kein Sportler bist und Probleme damit habt, bleibt dran, schaut das Video an, schaut euch sowieso das Video bis zum Ende an. Ich möchte euch heute wirklich einige Übungen zeigen, die ihr machen könnt, wenn das ein Problem ist, das ihr habt. Und ich möchte euch aber auch erklären, wie das Problem zustande kommt und was ihr auch dagegen tun könnt, dass es nachhaltiger verschwindet, anstatt einfach nur die Symptome kurz zu beheben. Was ich noch sagen möchte, bevor ich starte: Das hier ist kein Video für dich, falls du Schulterschmerzen oder Nackenschmerzen aufgrund von einem akuten Unfall oder von einer akuten Verletzung, wie zum Beispiel einem Riss oder einem Schnalzer, den du vielleicht hattest oder was auch immer, hast, sondern das hier ist ein Video für die Leute, die einfach aufgrund von einseitiger Belastung regelmäßige Schulterschmerzen haben, die jetzt nicht akut durch einen Unfall oder durch einen Schlag oder einen Sturz oder was auch immer aufgetreten sind. Es ist mir nur ganz wichtig zu sagen, ich bin kein Arzt. Falls du zu einem Arzt gehen musst, geh zu einem Arzt oder zu einem Physio. In dem Video geht es eben nicht darum. Was ist jetzt die Ursache für die Schmerzen, die relativ oft, das sage ich jetzt mal, im vorderen Schulterbereich, auch im Nackenbereich, vielleicht auch in der Brust, manche vielleicht sogar beim Brustbein, vielleicht zwischen den Schulterblättern. Was ist die Ursache für diese Schmerzen, die so oft zustande kommen, sei es bei Athleten oder vielleicht auch bei Leuten, die einfach nur viel sitzen? Das Problem ist, dass unser Nervensystem einen eigentlich sehr stark auf unsere Gewohnheiten angepassten Modus hat. Das heißt, wenn wir relativ viel sitzen, relativ viel in einer Position sind, und das ist zum Beispiel beim Sitzen der Fall, dass wir die Schultern vorne haben, ja, dass wir auch meistens den vorderen Hals verkürzen und dass wir da in einer sehr einseitigen Position sind, wo wir einfach gewisse Muskeln verkürzen. Und wenn wir das relativ lange machen, über Stunden hinweg, oder auch in dieser Position einfach Belastungen haben, dann ist es eine Position, in der das Nervensystem eine erhöhte Spannung auch dann aufbauen wird, wenn wir gar nicht in dieser Position sind. Ja? Das gleiche ist jetzt auch der Fall, wenn ich zum Beispiel viel Planche trainiere oder viel Dips mache oder viel Handstand trainiere, also allgemein Übungen, wo ich in einer sehr starken Protraktion bin, dann habe ich eigentlich einen sehr ähnlichen Reiz, wie wenn ich sehr lange vorm Schreibtisch sitze, weil ich zwar vielleicht nicht so lange, aber dafür eine viel stärkere, auch Belastung in dieser Position habe. Und durch diese Einseitigkeit kann eben eine Grundspannung entstehen in diesen Bereichen, die dazu führen können, dass wir durchgehend Schmerzen, vielleicht mal mehr, mal weniger, wenn man warm ist, vielleicht weniger, wenn man nach dem Aufstehen ganz kalt ist, vielleicht mehr, aber einfach mal Schmerzen in diesem Bereich hat. Ja? Und was wir eigentlich machen müssen, ist uns anzuschauen, wie kann ich diese Ursache beheben. Die Ursache ist eben diese Einseitigkeit, und es ist wichtig zu wissen, dass es nicht unbedingt sein muss, dass du einen Riss hast oder dass du etwas ganz Schlimmes hast. Oft ist es wirklich diese Einseitigkeit in den meisten Fällen, die diese Schmerzen verursacht, und das kann man auch wieder durch Ausgleichsübungen, sage ich mal, halbwegs gut machen. Natürlich kann ich nicht durch 5% Training 95% einer schlechten Haltung im Alltag wieder ganz gut machen, aber man kann gegenarbeiten. Und was man sich natürlich auch überlegen muss, ist einfach im Alltag, wenn ich 10 Stunden vom PC sitze, ist es ein Job für mich, wenn ich nur Schmerzen habe, den ich mein Leben lang machen will. Möchte ich das machen oder nicht? Das müsst ihr euch überlegen. Und auch im Training muss ich mir überlegen, wenn ich nur einseitig trainiere, möchte ich da nicht vielleicht mehr Abwechslung reinbringen. Und deswegen ist es zuerst mal wichtig zu überlegen, woher kommt das? Das kommt eben meistens von der einseitigen Belastung. Wie kann ich da einfach mehr Variation reinbringen? Das heißt, wenn es vielleicht vom Arbeiten kommt, einfach mal Position zu wechseln. Wenn es vom Training kommt, einfach mal eine andere Übungsauswahl oder Übungen dazuzugeben. Das ist eben ganz wichtig zu verstehen. Es kommt meistens von dieser einseitigen Belastung. Das Nervensystem gibt einen Reiz drauf, eine erhöhte Spannung. Das löst Schmerzen aus, das löst eine ungute Position aus, und das kann dann in Folge auch Verletzungen verursachen. Aber oft ist es erstmal das, was das eigentliche Problem ist.
Und das können wir eben durch Ausgleichsübungen relativ gut beheben. Es ist eigentlich ein Prinzip, das immer funktioniert, wenn ich Schmerzen aufgrund von Einseitigkeit habe, dass ich, wenn ich in die Gegenrichtung mich bewege und die Gegenrichtung trainiere, dann meistens relativ gut gegenarbeiten kann. Und genau das wollen wir uns jetzt anschauen, mit welchen Übungen wir das machen können. Die Übungen, die ich euch jetzt zeigen werde, sind natürlich nicht alle Übungen, die es gibt. Es gibt auch viele andere gute Übungen, aber es sind welche meiner absoluten Favoriten, wenn es eben um Thema Schulter- und Nackenschmerzen geht. Und ich möchte euch auch dann zu jeder Übung ein bisschen erklären, für welchen speziellen Bereich die gut ist. Die Übungen werden alle Übungen sein, bei denen wir einen Krafteinfluss auf die Muskulatur haben. Wir können natürlich theoretisch auch dehnen, aber fürs Nervensystem ist es noch besser und einprägsamer, wenn wir gleich einen Kraftreiz dazugeben. Da habe ich gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Es ist einfach ein Training gleich. Und zweitens habe ich einfach eine höhere Einprägung fürs Nervensystem, auch einen höheren Nutzen, wenn ich diese Dehnungsposition, sage ich jetzt mal, auch unter Kraftaufwand einnehme. Die erste Übung ist das simple Kreisen mit dem Nacken bzw. eigentlich Halbkreise zu machen, bei denen man versucht, das Kinn möglichst hoch zu drücken. Ja, man kann sogar einen Überbiss dabei machen, dass man das noch mehr verstärken kann und dann einfach mal dadurch die vordere Halsmuskulatur zu dehnen. Eine Verkürzung von dieser Muskulatur ist ganz oft daran schuld, dass ihr dann hinten im Nacken Schmerzen habt, also nur dort zu massieren bringt gar nicht unbedingt so viel. Das kann oft die Ursache für diese Schmerzen beheben. Eine zweite Übung, die vor allem den Nacken fokussiert, ist es einfach mal an den Ringen, falls ihr keine Ringe habt, könnt ihr das auch woanders machen, kopfüber zu hängen und wirklich mal die Schultern fallen zu lassen. Und dabei könnt ihr, wenn ihr wollt, auch dann in dieser Position wieder den Kopf in verschiedene Richtungen bewegen. Und eine Variation, die ich da ganz gerne mache, ist, dass ich mit den Füßen dann in die Ringe reinrutsche und so wie ihr es hier seht, schaut ein bisschen komisch aus, aber sehr wirksam, dann einfach mal alle Positionen mit dem Körper einnehme und so die Schultern quasi mal durch sehr viele Positionen bringe. Wichtig ist dabei, sich gut festzuhalten, aber auch wirklich die Schultern nach unten fallen zu lassen. Das kann auch eben den Nacken relativ gut einfach in eine Gegenrichtung bringen, weil meistens sind die Schultern im Alltag zu sehr oben und so bringe ich die Schultern mal wirklich runter und eigentlich weg von den Ohren. Ja. Die nächste Übung ist am meisten für Personen geeignet, die Probleme mit Schmerzen in den vorderen Schultern, aber vielleicht auch im vorderen Halsbereich haben. Und zwar sind das Bankdips, bei denen ich absichtlich in eine Dehnungsposition gehe, das heißt in eine Endposition gehe, in der ich eine hohe Dehnung habe. Da kann ich mit dem Griff auch variieren, je nachdem wie es angenehmer ist. Und wichtig ist es dabei, dass ich ein bisschen nach vorne gehe, um mehr Dehnung zu haben, dass ich tief genug runter gehe, wenn es meine Kraft und Kontrolle zulässt, und dass ich aber auch darauf achte, dass die Schultern durchgehend in Protraktion bleiben. Das Ganze geht mit einer, ich sage jetzt mal, erhöhten Belastung auch auf einer Kante, wo ihr euch vielleicht sogar mit den Beinen woanders abstützen könnt. Das ist dann noch besser für die Dehnung. Und auch da kann ich dann weiter runter gehen, um wirklich, sage ich mal, mit dieser Variation der Bulgarian Dips meine vordere Schulter unter Kraftaufwand zu dehnen. Ist eine Übung, die ich sehr, sehr gerne mache. Einfach auch mal mit Griff und Breite variieren, so wie es für euch angenehm ist. Eine weitere Übung für die Brust ist der Butterfly an den Ringen. Auch eine verkürzte Brust kann oft mit Schuld sein an Schmerzen in der vorderen Schulter und auch im Nacken. Deswegen kann es gut sein, dass es einfach hilft, die ein bisschen aufzudehnen, und dazu kann man diesen Butterfly an den Ringen machen. Wichtig ist, dass ihr da eigentlich auf eine Protraktion achtet und dass ihr trotzdem relativ weit auseinander geht, solange es halt auch die Dehnbarkeit und Kontrolle zulässt und da quasi ein bisschen einen Kraftreiz in die Bewegung mit reinnimmt. Ja? Eine zweite Variation, die ich da gerne an den Ringen mache, die dann auch ein bisschen mehr auf die Schultern geht, ist es, ich nenne es mal einen Ringschwimmer. Ja? Die Übung schaut ein bisschen komisch aus, aber im Endeffekt mache ich nichts anderes, als alle Positionen meines Schultergelenks einzunehmen, während ich einen leichten Zug, das heißt eine leichte Vorlage auf meinem Körper habe, so dass eben da auch ein bisschen ein Kraftreiz zusammenkommt. Eine andere Übung, die ich auch machen könnte, um die Brust einfach aufzudehnen, sind ganz einfach tiefe Liegestütze. Auch hier kann man mit dem Griff variieren und schauen, was einfach am angenehmsten ist und was die beste Wirksamkeit hat. Eine meiner absoluten Lieblingsübungen, wenn es darum geht, Schmerzen zwischen den Schulterblättern bzw. auch im Nackenbereich zu beheben, ist der Reverse Butterfly. Den kann man ebenfalls an den Ringen machen, und wichtig ist es dabei, die Schultern wirklich nach unten und wirklich nach hinten zu ziehen. Das heißt eben genau in das Gegenteil von dem, was beim Sitzen oder auch bei der übermäßigen Protraktion der Fall ist. Und da wirklich darauf zu achten, die Ringe möglichst weit nach hinten zu bringen. Ich ziehe wirklich schön raus aus einer Protraktion nach hinten in die Retraktion und versuche dann mit
nicht ganz, aber fast gestreckten Armen die Ringe und meine Ellenbogen möglichst weit nach hinten und auch nach unten zu bringen. Eine weitere Übung, die die Schulter und auch die Brust einfach in eine Endposition bringt, mit ein bisschen einer Belastung, ist es ganz einfach Dislocations mit einem Gummiband zu machen. Das kann ich euch empfehlen, falls ihr Schmerzen eben in der vorderen Schulter oder vielleicht auch im Brustbereich habt. Da könnt ihr variieren mit dem Gummiband, falls ihr keines habt, ist es auch mit einer Schnur oder etwas anderem möglich. Mit dem Gummiband ist auf jeden Fall die angenehmste Variante in meinen Augen. Diese Übungen, die ich euch gerade gezeigt habe, sind eine kleine Auswahl für, wie gesagt, einige spezifische Bereiche. Am besten ist es wahrscheinlich, alle davon zu machen, beziehungsweise mehrere Übungen zu machen. Sehr oft ist es so, dass ein Problem eben durch mehrere Faktoren ausgelöst wird. Das heißt, Schmerzen im Nacken können daran liegen, dass ich da verkürzt bin auf der Vorderseite meines Halses. Es kann aber auch daran liegen oder beziehungsweise damit zusammenhängen, dass meine Brust verkürzt ist, dass meine vordere Schulter verkürzt ist und all dieses ganze System einfach in eine einseitige Richtung zieht. Das heißt, meistens ist es sinnvoll, mehrere Übungen zu machen. Ich würde es euch empfehlen, einfach mal herumzuprobieren, was sich für euch gut anfühlt, welche Übungen sich einfach gut anfühlen. Das ist eher auch oft Gefühlssache. Auch wenn man viel sitzt, man geht meistens automatisch an eine Position, die angenehm ist, oder auch wenn man sehr einseitig trainiert, nach einem Planche-Training zum Beispiel oder nach einem Handstand-Training, macht dann meistens je nach Gefühl ein bisschen eine Gegenbewegung. Das hat der Körper auch im Gespür, ja, aber wir gehen dem oft zu wenig nach. Und deswegen kann sich auch auszahlen, da wirklich ein striktes Training draus zu machen und wirklich die Übungen einzubauen. Ich sage nicht, dass ihr alle Übungen machen müsst, ich würde es euch raten, es einfach mal durchzuprobieren und schauen, was für euch angenehm ist. Wenn es sehr unangenehm ist, würde ich es lieber nicht machen. Wenn sich die Übung angenehm und ich sage jetzt mal auch einen leichten, angenehmen Schmerz hat, dann ist es wahrscheinlich eine Übung, die euch hilft. Wenn es sehr weh tut oder einfach euch so fühlt, als würde euch etwas einzwicken oder überdehnen, dann ist es wahrscheinlich nicht die richtige Übung für euch. Dann müsst ihr wirklich auf die richtige Ausführung einfach aufpassen und einfach auch die richtigen Übungen wählen. Das kann man eigentlich nur durch Ausprobieren rausfinden, was da am besten funktioniert. Natürlich ist es auch möglich, andere Übungen zu wählen, wenn ihr das Prinzip einfach anwendet, einfach eben eine Gegenbewegung zu machen. Es ist eigentlich kein großer Hokuspokus, im Endeffekt müssen wir nur das Nervensystem darauf trainieren, dass es eben in eine Gegenposition kommt, wenn die Schmerzen eben durch diese einseitige Belastung ausgelöst ist. Wenn ihr das macht und es nicht angenehm ist oder die Schmerzen sogar schlimmer werden, kann es sein, dass es eine andere Ursache hat, und dann würde ich mir das Ganze auch genauer anschauen lassen und nicht nur mit YouTube-Videos versuchen zu beheben, weil das ist dann natürlich was anderes, wenn es von einer echten Faserriss oder was auch immer kommt. Ja? Das war es eigentlich mit den Übungen, die ich euch zeigen wollte. Ich kann es euch wirklich empfehlen, das Ganze auch wirklich in euren Alltag oder in euer Training einzubauen. Im Alltag kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr das vielleicht habt vom übermäßigen Sitzen oder wenn ihr vielleicht viel sitzt und dann aber auch noch trainiert und da einseitig unterwegs seid, in den Arbeitspausen vielleicht ein bisschen was davon zu machen. Oder auch das im Training zwischendurch, vor dem Training oder vielleicht nach dem Training, ist vielleicht am angenehmsten, Übungen einzubauen, die euch einfach gut tun. Das würde ich euch empfehlen. Diesen Plan, den ich euch hier anzeige, wäre zum Beispiel ein Vorschlag von mir, den ihr aus diesen Übungen, die ich eben gerade gezeigt habe, machen könntet. Falls ihr das wollt, einfach einen Screenshot machen und nachmachen. Müsst ihr aber nicht machen, ihr könnt auch einfach Übungen, wie ihr wollt, einfach nach einem anderen Modus in euer Training oder auch in euren Alltag einbauen. Genau, das sind jetzt vor allem Übungen gewesen, die natürlich für eben Nacken- und vordere Schulter Probleme, das ist einfach ein Klassiker, das heißt, haben die meisten einfach Gegenübungen sind. Das sind aber nicht Übungen, mit denen ihr jedes einzelne Problem beheben könnt. Es kann auch sein, dass ihr hinten Schmerzen habt, von übermäßiger Zugbelastung. Kommt zwar seltener vor, aber kommt auch vor. Viele Leute haben Hüftschmerzen, haben Ellbogenschmerzen, haben Handgelenkschmerzen, was auch immer. Das Prinzip ist fast immer das gleiche. Ich habe schon mal ein Video zu Ellbogen- und Handgelenkschmerzen gemacht und auch schon mal einfach ein Video zum Thema Calisthenics und Beweglichkeit gemacht. Also falls das ein Thema ist für euch, würde ich euch empfehlen, das auch anzuschauen. Gerade in diesem Beweglichkeitsvideo zeige ich euch sehr viele Übungen für den ganzen Körper. Wenn ihr die einbaut, seid ihr auch ein bisschen, sage ich mal, ausgeglichener unterwegs. Und im Endeffekt ist es immer ein Prinzip, bei dem man selbst auch ein bisschen nachdenken muss und überlegen muss, was ist die Stelle, die besonders wehtut, die besonders verkürzt ist, die ich besonders überlaste oder vielleicht auch einseitig belaste im Training oder auch im Alltag, und dann einfach dagegen zu arbeiten. Genau. Das war es eigentlich mit den Übungen, die ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, ich habe ein bisschen euch das näher bringen können, warum solche Probleme eben oft entstehen im Alltag oder auch im Training. Und wie gesagt, ich würde da gar nicht so in zwei Rubriken denken, das ist wegen dem Training, das ist wegen dem Alltag. Es kann oft auch wegen beiden sein. Es kann oft auch wegen Training sein. Gerade wenn ihr vielleicht sehr viel Push trainiert und sehr viele Übungen mit Protraktion habt, ist es oft ein Problem. Und die andere Richtung ist auch manchmal ein Problem, aber es ist einfach dadurch, dass wir im Alltag eher dazu neigen, auch viel zu sitzen, viele Schultern vorne zu haben, eher der Klassiker, dass wir eben in dem Bereich Schmerzen haben. Deswegen auch das Video zu dem Thema und zu dem Bereich.
Genau, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls ich das habe, werde ich es euch noch unten in die Videobeschreibung reinschreiben. Genau, ich hoffe, das Video hat euch geholfen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal und ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr eingeschaltet habt. Macht es gut. Ciao.